Servus Leute, willkommen zurück zu Metroid oder letztes Mal haben wir mit gegen Ridley gekämpft und haben uns ein bisschen umgesehen wieder, ein paar Secrets gefunden. Jetzt möchten wir uns weiter umsehen. Die Musik gefällt mir nicht. Hatte ich vorher auch schon so? Nee, oder? Gut, ich glaube, hier habe ich größtenteils alle Secrets. Ah, was ist das denn? Das sind zwei von euch. Komisch, dass ich nur den hinteren angreife. Er gräbt sich ein. Nee, beide graben sich ein. Hätte auch Super Missiles nutzen, dann wären die schneller tot, aber. Also in Ruhe. Das für geile Spikes. Viecher sehen irgendwie cool aus. Gib endlich. Ja, ich wollte gerade sagen, gib endlich auf. Jetzt bist nur mehr du da. Oh, ich sehe da hinten was da. Da seht ihr es. Grapple Beam Vorrichtung. Moment, wie komme ich denn da hin? Ist das Loch? Es ist nicht umsonst so eine Vorrichtung da. Wie komme ich denn da hin? Aber hier habe ich doch schon alles, oder? Ne, hier fehlt was. Da. Nein, jetzt kann ich das wieder suchen. Ich habe doch schon mal nach diesem Ding gesucht, was auch immer hier ist. Oh, hau du nur ab. Was ist das Tier? Es muss irgendwo. Ja, da hinten ist es wahrscheinlich gelandet. Komm her. Ja, ich wollte eigentlich das Kleine töten, nicht dich. So. Moment mal. Wenn ich von hier aus nach oben zische. Testen wir es mal. Voll gegen die Birne. Das muss doch irgendeinen Sinn ergeben. Und da ist es. Irgendwo hier. Ich bin verwirrt. Genau. Hier sollte es irgendwo sein. Ah! Da ist es! Ich habe mir gedacht, okay, testen wir uns mal. Vielleicht ist es ja das, aber dass es das dann wirklich. Also, dass dann. Oh nein. Dass das wirklich geklappt hat, das hätte ich nicht erwartet. Okay, ich glaube, hier ging die mysteriöse Figur rein, oder?
Da gehe ich jetzt wieder zurück. Achso, ich gehe wieder zurück. Und ist er da links abgebogen? Nämlich da. Weg mit euch. Gegen meinen mächtigen Beam jetzt keine Chance mehr. Und habe ich wieder ein Geheimnis. Das nächste, oder die nächsten wären da oben. Ich glaube, ich muss sowieso ein paar extra Parts machen, wo ich Secrets zusammensuche. Ah, stimmt, da waren ja die Fleischfresserpflanzen. Grapple Beam Vorrichtung bitte? Ja, danke. Yeah. Ich habe da hinten schon gesehen, noch eine Grapple Beam Vorrichtung. Achso, Moment. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt bin. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, da oben habe ich auch was gesehen, oder? Ja, da oben. Frag mich, wie du da weiterkommst, wenn du kein Grapple Beam und nichts hast. Okay, ich könnte jetzt da links abbiegen, da ist ein Secret. Die Tür ist zu, das heißt, ich muss ihn verfolgen. Ich hoffe, ich kriege irgendwann noch die Gelegenheit, alles zu durchsuchen wegen den 100%. Sonst muss ich überall die Titel ändern. Was war das? So, Samus ist automatisch weitergegangen. Jetzt ich hatten das Ding. Any objections, Adam? Der hat es auch noch kaputt gemacht. Space Jump. Samus kann in der Luft mehrere Saltos hintereinander schlagen. Drücke während eines Saltos wiederholt 2. Screw Attack. Während Samus einen Salto schlägt, strahlt der Körper Energiewellen aus, die Gegner in der Nähe schädigen. Was werden da? So, nach rechts darf ich gar nicht. Oh, der Space Jump ist aber schwierig zu nutzen. Ich glaube, das will mir nicht so gefallen. Und kein Secret mehr. Das Phantom rennt vor mir weg und ich muss ihm hinterher. Sein, dass er da schon wieder was kaputt gemacht hat. Wo bin ich hier jetzt? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Wer ist es? KG oder Kyle? Der eine hieß doch Kyle, oder nicht? KG James. Kyle war, glaube ich, der... Nee, Lyle war der erste. Okay, entweder KG oder James. Ich hoffe, es ist nicht James, den mag ich irgendwie. Weil der sieht so verdächtig aus.
I'm not a member of the Galactic Federation. I came here because I intercepted the distress call. I'm a bounty hunter. And I know that something is after you. Please, you must believe me. Thank you. I'm Samus Aran. What's your name? Madeline Bergman. Behind closed doors, the Galactic Federation was trying to create a special forces unit composed of bioweapons. In order to make it happen, they were attempting to create an organization modeled after the space pirates, with the Zebesians at the center. But because of a certain presence, the life forms became ferocious. We were no longer able to control them. By a certain presence, she must have meant Ridley. So you sent out the distress signal, even though it endangered your life? I had to. I felt there was a real danger here, that if left as is, the Zebesians would continue to evolve and resurrect as real space pirates. If that danger was real, then the risk of withholding information to protect herself was too great, clearly. And yet, wasn't she the one who set the facility's system to self-destruct? In silence, I praised her courage and sense of responsibility. At the same time, her argument had some holes. Say that the Zebesians, under Ridley's influence, became super aggressive. Would that really lead to the resurrection of the space pirates? Without a malicious force to lead them down that path, wouldn't they continue to merely follow their instincts, ultimately becoming no more than a swarm of feral creatures? Regardless, it was clear that the Galactic Federation was ready to consign their enormous mistake to oblivion. And that's why they sent a deleter. And as for Madeline and others who knew the secret? But wait, there was another inconsistency in her story. Why go to such lengths at all? With just a small flexing of the Galactic Federation's military force, they should have been able to destroy a facility of this scope with ease. So why didn't they? Actually, there was an even more dangerous plan. Come with me. What? That's not possible. The Metroids were terminated along with Zebes. Yes. And the last of them, the baby, met its end above my head. You're Samus Aran, right? The one who annihilated the space pirates? Metroid remnants were attached to your suit when you returned from Zebes. They were reproduced from a piece of cell structure salvaged by the Federation, and they are in this facility. I gave your suit a polish so you'd be at least somewhat presentable. And Ridley in the same way. At first, no one thought that the creature was Ridley. They didn't think it had potential as a bioweapon at all. They raised it like a pet, calling it Little Birdie. Until one day, it attacked one of the researchers and got away. Ridley had played dead and lured the scientist into his cage. What was left? It was a horrible sight.
But in order to control Metroids, you need Mother Brain's telepathy. You don't. You didn't recreate a Mother Brain clone, did you? It's artificial intelligence. We developed an AI program that would reproduce Mother Brain's thought processes. We called it MB. But it was just a program. It wasn't the Mother herself. MB evolved as it communicated with the Metroids. It appears as though it began to become self-aware, much like the original Mother Brain. It's really quite remarkable. That's when it became clear to me just why Madeline was so afraid of the space pirate's resurrection. It wasn't that her story had holes in it. Through the holes were glimpses of the danger that was right before her eyes. If everything she said was true... Where are the Metroids and MB? They're in an area called Sector 0. It's a unit that doesn't appear in any of our map data. It's a place like Turian, where we propagate and raise Metroids. I began to see what the worst-case scenario would look like. The ultimate weapon, the Metroid, would be mass-produced, and as soon as an AI that could control them was developed, the plan to create a special forces unit modeled after the space pirates was replaced. But as the AI called MB spun out of control, the facility became a place much like the planet Zevis. If the situation were left alone, galactic society would be put in peril. Even the ringleaders of the operation wanted to avoid that, but they still wanted the Metroids. And that's why they decided to capture the Metroids contained in Sector 0 and delete the rest of the facility, including the space pirates, Ridley, and everyone who knew the secret. But before the ringleaders could act, Adam appeared. Adam might have known or suspected the truth about the facility from the beginning. Regardless, since the ringleaders were members of the Galactic Federation, they could no longer act recklessly. And so a deleter was installed as a member of Adam's team to destroy evidence and plan each subsequent move. But having me added on as a member must have disrupted the Galactic Federation's plans. Madeline, thanks for telling me all this. I've got to destroy the Metroids and MB in Sector 0. You have to remain hidden. Don't worry. The Galactic Federation CO who's here now will help you. You're safe. Does that CO happen to be Commander Adam Malkovich? The real leader of this operation is Commander Malkovich. I can't believe that he's here. Stay here until I return. Okay, ihr habt
hatten wir viel erfahren. Offensichtlich ist Adam Malkovich der Böse. Und ich vermute, er hat jetzt Madeleine erschossen. Was seid ihr für komische Tierchen? Ihr seid aber neu, oder? Haut ab! Lass mich in Ruhe. Ja, ich muss die ganze Szene hier gerade verdauen. Ein bisschen. Muss mal checken, was eigentlich passiert ist. Dann würde ich sagen, das war Metroid oder M. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.